Moin, anderswohin unterwegs. Heute sind wir in Leer in Ostfriesland. In der Stadt suchen wir nach den Drehorten der ZDF-Krimiserie Friesland. Seit 2014 werden die humorvollen Krimis zum großen Teil in der Altstadt von Leer gedreht. Wer mit dem PKW anreist, der sollte auf dem Parkplatz Große Bleiche parken, direkt am Rand der Altstadt. Denn die Drehorte der Friesland-Krimis in Leer findet man in der Altstadt. Das ist die Königsstraße. Sie führt rein in die Altstadt direkt zum Rathaus. Den Rathausturm, den kann man von hier aus schon sehen. Die Drehorte der Friesland-Krimis, die liegen dicht beisammen. An der Waage wird öfters gedreht. Da ist die Polizeiwache. Wenig entfernt die Apotheke. Und gleich daneben ist das Beerdigungsinstitut Habedank. Und das sind weitere beliebte Drehorte, enge Gassen und die Uferpromenade. Dieses Gebäude heißt Die Waage. Wir sind hier am Lederufer, hier beginnt der Museumshafen. In dem Gebäude befand sich im Mittelalter tatsächlich die Stadtwaage. Heute befindet sich hier ein Restaurant. Das Gebäude wird beim Friesland-Krimi gern als Hintergrund bei Dreharbeiten benutzt. Das ist die Königsstraße. Links liegen Waage und Alter Hafen. Die Königsstraße führt über die Dr. von Bruch-Brücke. Die Brücke tauchte schon mehrmals in der Serie auf. Das ist der Fluss Leda. In Leer, da mündet die Leda in die Ems. Das Rathaus, das ist das bekannteste Gebäude in Leer. Das wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Hier beginnt mit der Rathausstraße die Fußgängerzone. Nach wenigen Metern, da kommen wir zur Rathausstraße Nummer 11, das ist Jimmys Café. In den ersten Folgen des Friesland-Krimis war das der Drehort der Apotheke von Frau Scherzinger. In Außenszenen, die in der Stadt spielen, werden die engen Straßen und Gassen von Leer gezeigt. Dieser Durchgang hier zwischen der Fußgängerzone und dem Drehort Polizeiwache ist ein Drehort für solche Szenen. Am Ende des Wilhelminenganges stoßen wir auf die Stadtbibliothek Leer. Das ist im Friesland-Krimi die Polizeiwache. Hier arbeiten früher Jens Jensen, heute Henk Kersens und Syr Üzelgül und manchmal auch Kommissar Brockhorst. Der Streifenwagen, der parkt dann vor der Stadtbibliothek. Die Innenszenen werden allerdings im Studio in Köln gedreht. Der Backsteinbau, der heißt auch Hermann-Tempel-Haus. Hermann Tempel, das war ein Lehrer aus Leer, der als SPD-Reichstagsabgeordneter gegen das Ermächtigungsgesetz stimmte. Dort parkt im Film der Streifenwagen. Der Wilhelminengang geht hier in die Norderstraße über. Über die Hellingstraße kommen wir zurück zur Fußgängerzone. Wenige Meter von Jimmys Café entfernt stehen wir jetzt auf der Rathausstraße. An der Ecke Brunnenstraße steht der neue Drehort Apotheke. Die ist jetzt in diesem Eckhaus untergebracht. In Wirklichkeit ist hier die Frittenzeit zu Hause. Was es hier gibt, das sagt der Name. Insa Scherzinger berät ihre Kunden allerdings nicht hier in diesem Gebäude. Die Innenszenen werden anderswo gedreht. Hier geht die Rathausstraße in die Kirchstraße über. In Sichtweite zum Drehort Apotheke, da steht ein anderer bekannter Drehort. Dieses Eckhaus ist im Friesland-Krimi das Beerdigungsinstitut Habedank. In den Keller konnte ich leider nicht reinschauen. Hier sieht man, zur Apotheke sind es wirklich nur wenige Meter. Der Drehort Apotheke, der liegt an der Ecke Rathausstraße, Brunnenstraße. Das ist jetzt hier die Brunnenstraße. Das ist eine der hübschen Straßen in der Altstadt. Das Bünding-Tee-Museum. Hier geht es um das Thema Tee.
Wir gehen jetzt wieder zurück zur Polizeiwache und dort vorbei und nutzen den schmalen Gang, der zum Ufer führt. Das ist die Uferpromenade von Leer. Für den Friesland-Krimi waren hier schon häufig Drehorte. Die Stadt Leer hat rund 35.000 Einwohner. Sie ist nach Emden und Aurich die drittgrößte Stadt in Ostfriesland. Leer liegt an den Flüssen Ems und Leda. Dadurch ist Leer durch Handel und Seefahrt geprägt. Eine Stadt ist Leer übrigens erst seit 1823. Davor war das hier lediglich ein Marktflecken. Die Stadt ist bekannt für ihre historische Altstadt. Die Altstadt wurde schon als wertvollste in Ostfriesland bezeichnet. 365 Gebäude stehen hier unter Denkmalschutz. Das ist jetzt der Uferbereich in Höhe der Waage. Hier legen die Boote zur Hafenrundfahrt an. Neben der Waage liegt das Heimatmuseum. In Leer lohnt es sich, durch die Straßen zu schlendern, denn in vielen Straßen werden Szenen für den Friesland-Krimi gedreht. Natürlich wird nicht nur in der Altstadt von Leer gedreht, auch außerhalb von Leer sind Drehorte. Zum Beispiel auf Norderney. Hier steht zum Beispiel die Apotheke, deren Innenräume genutzt werden. Drehorte sind auch am Hafen von Ditzum, am Hafen in Gretzil, in Jengnum, in Wena und auf den ostfriesischen Inseln. Zurück zum Ufer. Neben den Ausflugsschiffen liegen hier auch die Boote des Museumshafens. Rechts, das ist kein Boot für Kinder, das ist ein Minischlepper. Die Boote heißen Obdeuver. Das sind kleine Schubboote. Die Boote sind schon über 80 Jahre alt. Sie wurden in den Niederlanden gebaut. Die alten Binnensegler bekamen damals Konkurrenz durch Motorschiffe. Da die Segler sich nicht zum Einbau von Motoren eigneten, baute man diese Minischlepper. Am Ufer lang geht's nun durch den Museumshafen. Kleine Frachtschiffe, Holzboote, Motorschlepper. Ja, an dieser Mauer finden wir historische Aufnahmen von Leer. Alte Fotos, so wie Leer einmal ausgesehen hat. So, das war es dann aus der Stadt Leer und von den Drehorten der Friesland-Krimis. In diesem Sinn, tschüss.